Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Vor langer Zeit, vor fast 2000 Jahren, lebte ein reicher Mann, der eine liebevolle und gute Frau hatte, und sie liebten sich sehr. Doch sie hatten keine Kinder, obwohl sie sich sehr danach sehnten. Die Frau betete Tag und Nacht für ein Kind, aber sie blieben kinderlos. Vor ihrem Haus stand ein Hof mit einem Wacholderbaum. An einem Wintertag stand die Frau unter dem Baum und schälte einen Apfel. Während sie schälte, schnitt sie sich versehentlich den Finger und ihr Blut tropfte auf den Schnee. Oh, seufzte sie schwer, als sie das Blut im Schnee sah und fühlte sich sehr traurig. Wenn ich doch nur ein Kind hätte, so rot wie Blut und so weiß wie Schnee. Als sie diese Worte sprach, verspürte sie ein Gefühl der Freude, als ob ihr Wunsch in Erfüllung gehen würde. Sie ging wieder ins Haus, und ein Monat verging, und der Schnee schmolz. 2 Monate vergingen, und bald war alles grün. Nach 3 Monaten blühten die Blumen aus dem Boden, und nach 4 Monaten waren die Bäume dick mit grünen Zweigen. Die Vögel sangen so schön, dass die Wälder voller Musik zu sein schienen, und die Blüten fielen von den Bäumen. Als der 5. Monat verging, stand sie unter dem süß duftenden Wacholderbaum und fühlte sich froh und aufgeregt. Als der 6. Monat endete, waren die Früchte am Baum groß und schön. Im 7. Monat pflückte sie eifrig Wacholderbeeren und aß sie, doch dann fühlte sie sich krank und traurig. Im 8. Monat rief sie ihren Mann und weinte: »Wenn ich sterbe, bitte begrabe mich unter dem Wacholderbaum.« Danach fühlte sie sich getröstet und glücklich, bis der nächste Monat verging und sie ein Kind zur Welt brachte, so weiß wie Schnee und so rot wie Blut. Als sie ihr Baby sah, war ihre Freude so groß, dass sie starb. Ihr Mann begrub sie unter dem Wacholderbaum und weinte viel. Nach einer Weile fühlte er sich etwas besser, und obwohl er weiterhin weinte, konnte er damit umgehen. Schließlich heiratete er erneut. Mit seiner zweiten Frau hatte er eine Tochter, aber das Kind aus seiner ersten Ehe war ein kleiner Junge, rot wie Blut und weiß wie Schnee. Die zweite Frau liebte ihre Tochter sehr, aber wenn sie den kleinen Jungen ansah, schmerzte ihr das Herz. Sie dachte, dass er ihr immer im Weg stehen würde und wollte sicherstellen, dass ihre Tochter all den Reichtum bekam. Der Böse füllte ihren Geist mit diesen Gedanken, bis sie sehr wütend auf den kleinen Jungen wurde. Sie schlug ihn hier und da, sodass das arme Kind ständig Angst hatte. Nach der Schule fand er keinen Frieden. Eines Tages ging die Frau nach oben in ihr Zimmer, und ihre kleine Tochter folgte ihr und sagte: »Mama, kann ich einen Apfel haben?« »Ja, mein Kind«, antwortete die Mutter und gab ihr einen schönen Apfel aus der Truhe, die einen schweren Deckel und ein scharfes Eisenschloss hatte. »Mama«, fragte das kleine Mädchen, »kann mein Bruder auch einen haben?« Das machte die Frau wütend. Aber sie sagte: »Ja, wenn er aus der Schule kommt.« Als sie ihn kommen sah, war es, als hätte der Teufel sie übermannt, und sie riss ihrer Tochter den Apfel weg und sagte: »Du kannst keinen haben, bis dein Bruder einen hat.« Sie warf den Apfel zurück in die Truhe und schloss sie ab. Als der kleine Junge hereinkam, ließ der Teufel sie freundlich sprechen: »Mein Sohn, möchtest du einen Apfel?« Obwohl sie ihn böse ansah, antwortete er: »Mama, du siehst gruselig aus.« »Ja, bitte gib mir einen Apfel.« Es war, als müsste sie zu ihm sagen: »Komm mit mir«, während sie die Truhe öffnete. »Nimm dir einen Apfel.« Als er sich hineinbeugte, drängte der Teufel sie, den Deckel zuzuschlagen, und sein Kopf fiel ab und landete zwischen den roten Äpfeln. Sie war von Angst erfüllt und dachte:
wenn ich nur erreichen könnte, dass sie glauben, ich hätte das nicht getan. Also ging sie in ihr Zimmer, nahm ein weißes Taschentuch aus ihrer Schublade, legte seinen Kopf wieder auf seinen Hals, bedeckte ihn mit dem Taschentuch und setzte ihn auf einen Stuhl vor der Tür, indem sie ihm einen Apfel in die Hand gab. Später kam Marlinchen, ihre Tochter, in die Küche. Ihre Mutter stand am Feuer und rührte in einem Topf mit heißem Wasser. »Mama«, sagte Marlinchen, »Bruder sitzt an der Tür und er sieht sehr bleich aus mit einem Apfel in der Hand. Ich habe ihn nach dem Apfel gefragt, aber er hat nicht geantwortet und ich habe Angst bekommen. Geh zurück zu ihm«, sagte ihre Mutter, »und wenn er nicht antwortet, gib ihm einen Schlag.« Also ging Marlinchen zurück und sagte, »Bruder, gib mir den Apfel.« Er schwieg, also schlug sie ihn und sein Kopf fiel ab. Marlinchen war entsetzt, rannte zu ihrer Mutter und weinte, »Oh nein, Mama! Ich habe meinem Bruder den Kopf abgeschlagen.« Sie weinte und weinte, konnte sich nicht beruhigen. »Marlinchen«, sagte ihre Mutter, »was hast du getan? Aber sei still und lass niemanden wissen. Wir können es jetzt nicht mehr ändern. Wir machen ihn zu Blutwürsten.« Dann zerhackte die Mutter den kleinen Jungen in Stücke, legte die Stücke in den Topf und machte Blutwürste. Marlinchen stand daneben und weinte, und all ihre Tränen fielen in den Topf, so dass kein Salz mehr nötig war. Als der Vater nach Hause kam und sich zum Abendessen setzte, fragte er, »Aber wo ist mein Sohn?« Die Mutter servierte eine große Schüssel mit Blutwürsten und Marlinchen weinte weiter. Wieder fragte der Vater, »Aber wo ist mein Sohn?« »Oh«, sagte die Mutter, »er ist zu dem großen Onkel seiner Mutter gegangen. Er wird eine Weile weg sein.« »Was macht er dort?« »Er hat sich nicht einmal von mir verabschiedet.« »Oh, er wollte gehen und fragte, ob er 6 Wochen bleiben könnte.« »Dort wird er gut versorgt.« »Oh«, sagte der Mann, »ich fühle mich traurig. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Er hätte sich von mir verabschieden sollen.« Dann begann er zu essen und sagte, »Marlinchen, warum weinst du? Dein Bruder wird sicherlich zurückkommen.« Er fügte hinzu, »O Frau, dieses Essen ist köstlich. Gib mir noch etwas.« Je mehr er aß, desto mehr wollte er, und er sagte, »Gib mir mehr, du wirst nichts davon haben.« Es scheint, als wäre es alles meins. Er aß und aß, warf die Knochen unter den Tisch, bis er alles aufgegessen hatte. In der Zwischenzeit ging Marlinchen zu ihrer Schublade, nahm ihr bestes Seidentaschentuch, sammelte alle Knochen vom Tisch und trug sie nach draußen, während sie blutige Tränen weinte. Dann begann der Wacholderbaum sich zu bewegen, seine Äste trennten sich und kamen wieder zusammen, als ob sich jemand freuen würde. Ein Nebel stieg vom Baum auf, und in der Mitte leuchtete es wie Feuer. Ein schöner Vogel flog aus dem Feuer und sang wunderbar. Er flog hoch in den Himmel, und als er verschwunden war, war der Baum wieder so, wie er zuvor gewesen war, und das Taschentuch mit den Knochen war nicht mehr da. Aber Marlinchen fühlte sich so glücklich, als wäre ihr Bruder noch am Leben. Sie ging zurück ins Haus, setzte sich zum Abendessen und aß. Der Vogel flog weg und landete auf dem Haus eines Goldschmieds, sang, »Meine Mutter, sie tötete mich, mein Vater, er aß mich, meine Schwester, das kleine Marlinchen, sammelte all meine Knochen, band sie in ein Seidentaschentuch, legte sie unter den Wacholderbaum, Kiewit, Kiewit, was für ein schöner Vogel bin ich.« Der Goldschmied arbeitete an einer Goldkette, als er das schöne Lied des Vogels auf seinem Dach hörte. Er stand auf, aber als er nach draußen trat, verlor er einen seiner Pantoffeln. Trotzdem ging er mit einem Schuh und einem Socken die Straße entlang.
Er trug seine Schürze, hielt die Goldkette in einer Hand und eine Zange in der anderen, während die Sonne hell schien. Er hielt an und sagte zu dem Vogel: »Vogel, du singst so schön. Sing dieses Lied noch einmal.« »Nein«, sagte der Vogel, »ich werde es nicht zweimal umsonst singen. Gib mir die Goldkette, und dann singe ich es für dich.« »Hier«, sagte der Goldschmied, »nimm die Goldkette. Singe mir dieses Lied noch einmal.« Der Vogel nahm die Kette mit seiner rechten Klaue, setzte sich vor den Goldschmied und sang: »Meine Mutter, sie tötete mich. Mein Vater, er aß mich, meine Schwester, das kleine Marlinchen, sammelte all meine Knochen, band sie in ein Seidentaschentuch, legte sie unter den Wacholderbaum. Kiewit, Kiewit, was für ein schöner Vogel bin ich.« Dann flog der Vogel zu einem Schuhmacher, landete auf seinem Dach und sang das gleiche Lied. Der Schuhmacher hörte den Vogel und rannte in seinem Hemd nach draußen, schaute nach oben auf das Dach und schützte seine Augen vor der Sonne. »Vogel«, sagte er, »du singst so schön.« Er rief zu seiner Frau: »Komm heraus und sieh dir diesen Vogel an, er singt so gut.« Er rief seine Kinder und Lehrlinge, und sie kamen alle die Straße entlang, um den Vogel zu sehen, erstaunt über sein schönes rotes und grünes Gefieder, den goldenen Hals und die glänzenden Augen. »Vogel«, sagte der Schuhmacher, »jetzt singe mir dieses Lied noch einmal.« »Nein«, sagte der Vogel, »ich werde nicht zweimal umsonst singen. Du musst mir etwas geben.« »Frau«, sagte der Schuhmacher, »geh auf den Dachboden und hol die roten Schuhe vom obersten Regal.« Sie ging und holte die Schuhe. »Hier, Vogel«, sagte der Mann, »jetzt singe mir dieses Lied noch einmal.« Der Vogel nahm die Schuhe mit seiner linken Klaue, flog zurück zum Dach und sang: »Meine Mutter, sie tötete mich. Mein Vater, er aß mich, meine Schwester, das kleine Marlinchen, sammelte all meine Knochen, band sie in ein Seidentaschentuch, legte sie unter den Wacholderbaum. Kiewit, Kiewit, was für ein schöner Vogel bin ich.« Nachdem er gesungen hatte, flog der Vogel weit weg zu einer Mühle, wo die Mühle ein Klipp-Klapp, Klipp-Klapp Geräusch machte. In der Mühle arbeiteten 20 Müller, schnitt und hackte. Der Vogel landete auf einem Lindenbaum vor der Mühle und sang: »Meine Mutter, sie tötete mich, ein Müller hörte auf zu arbeiten. Mein Vater, er aß mich. 2 weitere Müller hörten zu. Meine Schwester, das kleine Marlinchen, 4 weitere hörten auf zu arbeiten. Sammelte all meine Knochen, band sie in ein Seidentaschentuch, jetzt hackten noch 8. Legte sie unter, jetzt arbeiteten nur noch 5. Den Wacholderbaum, und jetzt blieb nur einer übrig. Kiewit, Kiewit, was für ein schöner Vogel bin ich.« Der letzte Müller hörte auf zu arbeiten, um den letzten Teil zu hören. »Vogel«, sagte er, »du singst so schön. Bitte sing das noch einmal für mich.« »Nein«, sagte der Vogel, »ich werde nicht zweimal umsonst singen. Gib mir den Mahlstein, und dann werde ich wieder singen.« »Ja«, sagte der Müller, »wenn er mir allein gehört, kannst du ihn haben.« »Ja«, sagten die anderen, »wenn er wieder singt, kann er ihn haben.« Der Vogel kam herunter, und die 20 Müller arbeiteten zusammen, um den Stein zu heben. Der Vogel steckte seinen Hals durch das Loch, trug den Stein wie ein Halsband und flog zurück zum Baum und sang: »Meine Mutter, sie tötete mich, mein Vater, er aß mich, meine Schwester, das kleine Marlinchen, sammelte all meine Knochen, band sie in ein Seidentaschentuch, legte sie unter den Wacholderbaum. Kiewit, Kiewit, was für ein schöner Vogel bin ich.« Als er fertig war mit Singen, breitete der Vogel seine Flügel aus. In seiner rechten Klaue hielt er die Kette, in seiner linken die Schuhe, und um seinen Hals hing der Mahlstein.
Er flog weit weg zu dem Haus seines Vaters. Drinnen aßen der Vater, die Mutter und Marlinchen zu Abend. Der Vater sagte: »Ich fühle mich so unbeschwert und glücklich.« »Nein«, erwiderte die Mutter, »ich fühle mich so unruhig, als käme ein Sturm auf.« Marlinchen saß weinend da. Der Vogel flog hinein und landete auf dem Dach, und der Vater sagte: »Ich fühle mich so glücklich, und die Sonne scheint so schön. Es ist, als würde ich einen alten Freund wiedersehen.« »Nein«, sagte die Mutter, »ich fühle mich ängstlich, meine Zähne klappern, und ich fühle Feuer in meinen Adern.« Sie öffnete ihr Kleid, aber Marlinchen weinte weiter in der Ecke. Dann setzte sich der Vogel auf den Wacholderbaum und sang: »Meine Mutter, sie tötete mich. Die Mutter hielt sich die Ohren zu und schloss die Augen, weil sie nichts sehen oder hören wollte. Aber es fühlte sich an wie ein Sturm in ihren Ohren, und ihre Augen brannten wie Blitze. »Mein Vater, er aß mich, o Mutter«, sagte der Mann, »was für ein schöner Vogel. Er singt so wunderbar, und die Sonne ist warm, und es riecht nach Zimt. Meine Schwester, das kleine Marlinchen vergrub ihren Kopf in ihren Knien und weinte ununterbrochen. Der Vater sagte: »Ich gehe nach draußen, um den Vogel aus der Nähe zu sehen.« »Oh, geh nicht«, warnte die Mutter. »Ich habe das Gefühl, dass das ganze Haus zittert und brennt.« Doch er ging hinaus und sah den Vogel, sammelte all meine Knochen, band sie in ein Seidentaschentuch, legte sie unter den Wacholderbaum. »Kiewit, Kiewit, was für ein schöner Vogel bin ich!« In diesem Moment ließ der Vogel die goldene Kette fallen, und sie fiel perfekt um den Hals des Mannes. Er ging hinein und sagte: »Sieh dir diesen feinen Vogel an. Er hat mir eine schöne Goldkette gegeben, und er ist so schön.« Die Frau war erschrocken und fiel zu Boden, und ihre Haube rutschte von ihrem Kopf. Der Vogel sang erneut: »Meine Mutter, sie tötete mich. Ich wünschte, ich wäre 1000 Fuß unter der Erde, damit ich das nicht hören müsste. Mein Vater, er aß mich.« Die Frau fiel wieder zu Boden, als wäre sie tot. Meine Schwester, das kleine Marlinchen. »Oh«, sagte Marlinchen, »ich möchte sehen, ob der Vogel mir auch etwas gibt.« Und sie ging nach draußen, sammelte all meine Knochen, band sie in ein Seidentaschentuch. Der Vogel warf ihr die Schuhe zu, legte sie unter den Wacholderbaum. »Kiewit, Kiewit, was für ein schöner Vogel bin ich!« Marlinchen fühlte sich fröhlich und trug ihre neuen roten Schuhe, tanzte und hüpfte zurück ins Haus. »Oh«, sagte sie, »ich war so traurig, als ich hinausging, und jetzt bin ich so glücklich. Was für ein wunderbarer Vogel. Er hat mir ein paar rote Schuhe geschenkt.« »Nun«, sagte die Mutter, sprang auf mit Haaren, die wie Flammen zu stehen schienen, »ich habe das Gefühl, die Welt geht zu Ende. Ich möchte sehen, ob mein Herz leichter wird.« Als sie nach draußen trat, ließ der Vogel den Mahlstein auf ihren Kopf fallen und zerdrückte sie vollständig. Der Vater und Marlinchen hörten den Krach und rannten nach draußen. Rauch, Flammen und Feuer stiegen von der Stelle auf. Nachdem es vorbei war, stand der kleine Bruder da, nahm seinen Vater und Marlinchen bei der Hand, und sie waren alle sehr glücklich. Sie gingen zusammen zurück ins Haus und aßen zu Abend. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.